Die Leute stellen mir immer Fragen zu irgendwas oder auch am Anfang, wo stellst du das hin, wie geht das, wie hier, wie machst du das hier und überhaupt. Und dann musste man immer sagen, ich weiß es nicht. Aber es ist dann für andere keine befriedigende Antwort. So, hast du dir keine Gedanken drüber gemacht vorher? Ja, vielleicht nicht. Passiert halt mal, dass man mal Sachen macht, ohne groß drüber nachzudenken. Ich bin Eike, ich bin Flugbegleiterin und da ich sehr viel unterwegs bin, habe ich im Juli 2022 meine Wohnung aufgegeben und habe gedacht, ich versuche mich mal hier. Das ist nun mein neues Zuhause und das probiere ich mal aus. Mein Zuhause ist ein Fiat Ducato, Baujahr 2004, ausgebaut von Pössl. Und ich habe auch gar nicht lange gesucht, ehrlich gesagt. Ich glaube so 2, 3 Wochen, dann war der schon dabei. Ich habe mir einen vorher angeguckt. Und das Kriterium, warum es dieser geworden ist, zum einen, ich kann drin stehen. Das wollte ich. Ich wollte nicht gebückt irgendwie kochen oder im Regen draußen stehen, um mir was zu essen zu machen. Und was man dann später vielleicht sieht, der Eingang ist schön offen. Ich komme easy peasy rein und man ist nicht so gequetscht. Man muss nicht so, irgendwie so reingehen. Solaranlage war drauf. Ich habe ein schönes Bett hinten drin. Und als ich ihn gesehen habe, wusste ich einfach gleich, der ist es. Als ich ihn gekauft habe, haben einige Sachen schon funktioniert, andere Sachen haben nicht funktioniert. Manchmal kann man die Tür direkt öffnen, manchmal auch nicht. Vielleicht haben wir heute Glück. Ja, heute kann man die Tür öffnen. Ansonsten muss ich mit dem Schlüssel von außen aufschließen. Dann haben wir hier das Seitenfenster. Das ist getaped mit Panzertape. Das geht nämlich nicht. Das ist hier oben durchgemodert und sonst fällt mir das Fenster raus. Aber man weiß sich ja zu helfen. Hier hinten habe ich eine Rückfahrkamera. Die funktioniert aber nicht. Weil bei 7 Vorbesitzern weiß keiner so genau, welches Kabel das ist. Naja, ich gucke halt aus dem Fenster. Seitenfenster Nummer 2 kann man nicht öffnen, weil es ist getaped mit Panzertape. Auch hier ist es oben leider durchgemodert. Von daher habe ja noch andere Fenster. Für viele war es vielleicht spontan, für mich aber nicht. Weil seit Jahren hatte ich diesen Gedanken im Kopf, wusste aber nicht, ich war total lost. Ich wusste, Dachzelt alleine reicht nicht. Wohnwagen ist irgendwie doof und cool zugleich. Du kannst ihn irgendwo abstellen, aber hat jetzt auch irgendwie nicht die Power, mein Auto, um so ein Ding zu ziehen. Dann war ich beim Wohnmobil, dann war ich irgendwann bei einem riesen Bus mit Slideouts, da fängt man ja an zu träumen. Und dann habe ich halt Gleichgesinnte getroffen und habe gesehen, wie leben die denn? Also die haben mir gesagt, guck mal, ich wohne hier in meinem Auto. Nee, guck mal, ich wohne hier nur in meinem kleinen Auto und Dachzelt reicht mir völlig. Nee, guck mal, ich habe hier das Riesending mit Alkoven, das ist für mich perfekt, das passt. Und da kam ich das erste Mal mit in Berührung, ja, mit anderen Lebensformen als das, was man halt sonst so kennt. So im Haus wohnen, Wohnung wohnen, was auch immer. Und da kam mir die Idee, vielleicht ist doch so ein Van doch ganz geil. Du willst was, wo du stehen kannst. Du willst was, wo du drinnen kochen kannst, wenn es draußen regnet. Und es hat sich dann alles über 2, 3 Jahre in diese Richtung entwickelt. Von der Idee bis zu, du hast mal Leute getroffen, die da drin wohnen. Das geht tatsächlich. Oh mein Gott, ist ja unglaublich. Und dann, glaube ich, habe ich das so für mich entdeckt. So, was mir gleich am Eingang besonders gut gefällt, ist diese Breite. Weil bei den meisten vorausgebauten hat man nur dieses Stück. Ich habe dieses ganze Stück. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Und der war schon ausgebaut. Ich mache sowas nicht. Ich kann das nicht. Ich probiere es auch nicht. Ich bin froh, wenn eine Schublade gerade aufgeht. Das war schon alles ausgebaut. Ich habe in der Farbe einiges geändert. Aber ansonsten war das alles schon so, wie es hier zu sehen ist. Der Vorteil, wenn der Van natürlich ausgebaut ist, man hat irgendwie alles schon. Aber da gibt es auch Sachen, da merkt man relativ schnell, dass das einem super auf die Nerven geht. Ich habe zwar einen Kühlschrank, der wird mit Gas betrieben, allerdings reicht die Leistung einfach nicht, um die Lebensmittel wirklich kühl zu halten. Deswegen habe ich mir eine Kühlbox gekauft, die während der Fahrt hier vorne steht und schließe ich dann hier in den Zigarettenanzünder an.
wenn ich zu zweit unterwegs, also wenn ich zu zweit mit jemandem unterwegs bin, dann schiebe ich diese Kühlbox hier in die Mitte. Was natürlich, wenn man dann nach hinten möchte, super bequem ist. Sieht man ja. Super, macht super Spaß. Wenn man dann steht, nimmt man die mit und sucht sich hier am besten Platz, wo sie am wenigsten im Weg steht. Für mich war das bisher immer hier. Da kommt man noch so gut so rum. Allerdings führt dann das Kabel von hier unten, hier oben an den Stecker. Geht auch praktischer. Partner des heutigen Videos ist EcoFlow. Der Glacier ist ein super krasses Teil. Mit 2 Kühlzonen und dem branchenweit ersten integrierten Eiswürfelbereiter ist Glacier Gefriertruhe, Kühlbox und Eiswürfelbereiter in einem. Die Kühlleistung ist dabei echt beeindruckend, denn im leeren Zustand kühlt der Glacier innerhalb von 15 Minuten von 30 Grad auf 0 Grad runter. Schneller schafft es keine Kühlbox. In gut 2 Stunden ist die Box völlig aufgeladen und der Akku hält bis zu 40 Stunden all eure Lebensmittel kühl und ist dabei super leise. Geladen werden kann der Glacier über Solar, Zigarettenanzünder und Hausstrom. Also perfekt für Menschen, die wie Eike Vollzeit oder Teilzeit im Van oder auf dem Boot leben oder als Lkw-Fahrer unterwegs sind. Und mit dem einzigartigen Rollkofferdesign könnt ihr das Gerät auch überall mit hinnehmen, zum Beispiel zum Picknick am See oder zur Gartenparty. Das Highlight für mich ist allerdings der Eiswürfelzubereiter. Innerhalb von wenigen Minuten gibt es frische Eiswürfel für all eure Kaltgetränke. Also klickt unbedingt auf den Link in der Videobeschreibung, denn da gibt es einen Rabattcode von 5% für eure Bestellung bei EcoFlow oder auch bei Amazon. Ja, das ist halt so, ne? Ich bin Flugbegleiterin bei Lufthansa und ich bin im Monat sehr oft unterwegs. Und da hat es für mich irgendwann keinen Sinn mehr gemacht, eine Wohnung zu bezahlen, in der ich 2 Wochen im Monat gar nicht bin, weil Lufthansa mir überall auf der Welt eine Unterkunft stellt, wenn ich unterwegs bin. Und deswegen dachte ich, ich spare mir die Kohle und die Verpflichtungen, die damit auch verbunden sind, und kaufe mir einfach einen Van. Und jetzt merke ich so langsam die kleinen Nachteile, die das mit sich bringt. Ich bin kein Fulltime-Vanlifer in dem Sinne, ich bin nicht die ganze Zeit hier drin und ich brauche für Lufthansa quasi viel Arbeitsmaterial. Das ist ein großer Koffer, das ist ein Handgepäckskoffer, das sind Uniformteile, das sind Schuhe, die Handtasche, alles was dazugehört. Und der Van hat einen begrenzten Platz. Also hier ist schon alles eigentlich voll mit meinem Kram, den ich aus der Wohnung geholt habe. Jetzt so einen großen Koffer hier noch irgendwo hinzustauen, ist echt knifflig. Und jetzt gerade in den Wintermonaten habe ich gemerkt, kannst kein Wasser in den Tanks lassen, das friert dir weg. Also ich muss den quasi jedes Mal, wenn ich fliege, komplett winterbereit machen, jetzt in den kalten Monaten. Hast das Wasser abgelassen, hast den Strom ausgemacht, hast du Lebensmittel, die dir vielleicht von alleine weglaufen, wenn du nicht danach guckst. Das sind alles Sachen, die ein bisschen knifflig sind. Auch die Uniform sauber zu haben, sie gebügelt zu haben, das gehört ja zum Job einfach dazu, das Äußere. Du repräsentierst ja was. Und das merke ich gerade, das ist echt knifflig. Den Stauraum, den ich brauche, die Wintermonate. Ich kann natürlich am Flughafen nicht parken mit dem Riesending. Habe ich auch utopisch gedacht, ich könnte einen Outdoor-Parkplatz direkt vor meinem Basistor mieten, weil habe ich ja gesehen, also muss das auch gehen. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ich kämpfe gedanklich schon damit, also nicht mit der Frage generell, ob das hier eine richtige Entscheidung war, in den Van zu ziehen. Das zweifle ich eigentlich nicht an. Das ist meine Lebensart, die möchte ich gern so fortführen. Jetzt habe ich nochmal einen Beruf, der mich an einen Ort bindet, der mich Zubehör kostet, was ich nun mal brauche für die Arbeit. Und ich kann nicht in die Nähe des Flughafens mit dem Van halt, den Platz gibt es nicht. Komme ich nicht näher ran. Ja, es ist schwierig. Ich frage mich in letzter Zeit, also nicht, dass der Van vielleicht nicht passt, sondern ob der Job vielleicht nicht dann zu dem Leben passt, das ich mir mit dem Van erhoffe. Andererseits liebe ich die Fliegerei, die würde ich auch nicht komplett aufgeben wollen. Ich habe die Chance, mir die Welt anzugucken. Ich weiß es noch nicht genau, ich kenne die Lösung noch nicht. Aber meistens war es bei mir so, wenn ich
mit Nachdruck nach Lösungen suche, findet sich auch nichts, sondern irgendwann wird eine Lösung auf mich zukommen. Aber ich werde Vanlife nicht aufgeben und das Fliegen auch nicht. Ein Gedanke ist, das Fliegen vielleicht zu reduzieren. Ich weiß noch nicht. Es wird sich ergeben. Das hier ist meine Küche und bevor man hier sich irgendwie frei bewegen kann oder was kochen kann, nimmt man diese Kühlbox, die man vorher hier platziert hat, um mehr Platz zu haben, und stellt sie hier rüber, um da drüben mehr Platz zu haben. Jetzt habe ich hier viel mehr Platz mit meinem Gasherd. Hier habe ich Platz für 2 Töpfe. Wasser habe ich auch, nur der Tank, der ist irgendwie hier drüben positioniert. Also wenn man da dran möchte, ist das eine ziemlich knifflige Sache. Ich weiß nicht, warum das so konstruiert wurde. Hauptsache ich habe Wasser, da bin ich echt dankbar drüber. Dann haben wir hier meinen Trockenschrank mit Snacks. Sucht euch was Schönes aus. Da der Kühlschrank ja nicht als dieser genutzt wird, gilt er für mich auch als Stauraum. Einfach um ein paar Sachen. Gut ist isoliert, also man kann da schon was reinstauen, aber es ist jetzt nicht der wirkliche Kühlschrank, den man von zu Hause kennt. Dann natürlich Schublade mit Besteck, Schneidebrett, alles, was man so braucht. Wo ich gerade merke, vielleicht habe ich ein bisschen zu viel von dem, was man eigentlich braucht. Muss ich nochmal aussortieren. Und hier unten befinden sich Töpfe, Putzmittel, Schwämmchen, alles, was man zu Hause eigentlich auch braucht. Wenn man sich dann Platz geschaffen hat, dann hole ich mir einfach einen Topf hier raus. Super praktisch, diese Faltdinger. Weil ich habe unten einfach nicht genug Platz, um Töpfe zu stapeln. Dann habe ich hier meine Nudeln. Dann zeigt sich gleich das nächste Problem. Ich will nur kurz gucken, ob die Nudeln fertig sind. Ich sehe es nicht. Das hier ist eine unmögliche Konstruktion für größere Menschen ab 1,65. Ich weiß nicht, wer das so baut. Ich weiß es nicht. Ich denke, das ist ein Gefühl, was viele Camper oder Vanlifer oder wo immer sie auch wohnen im Fahrbahngefährt, das Gefühl nachvollziehen können, warum man das nicht aufgibt. Also klar gibt es Dinge oder Situationen, wo man sich fragt, ey, ich muss das hier nicht machen. Ich kann auch wieder eine Wohnung mieten. Dann sagen alle, das war eine Phase. Sie hat sich ausprobiert, keine Ahnung. Kannst ja jederzeit wieder zurück. Aber ich liebe einfach das Gefühl, dass es nicht irgendwo einen vorgefertigten, festen Ort für mich gibt, wo ich sein muss. Ich muss jetzt nicht nach dem Flug zurück in meine Wohnung, dann kurz 5 Pflanzen gießen, den Nachbarn sagen, ich bin wieder da oder meinen Schlüssel abholen, keine Ahnung. Das nimmt mir eine riesengroße Last, dass es den Teil nicht mehr gibt, um den ich mich kümmern muss. Jetzt kümmere ich mich hier um diesen Teil. Klar, das viele Herausforderungen und mir stinken Sachen. Mir stinkt es, dass die beiden Gasflaschen hier unten sind und ich jedes Mal diese Klappe heben muss. Und dann, wenn ich fertig bin und losfahren will, muss ich wieder diese Klappe heben. Mir stinkt es, dass ich hier nicht mich ausbreiten kann und längs auf dem Bauch liegen kann. Aber am Ende ist es doch das Gefühl, das man hat, die Ungebundenheit. Den Hauch von Freiheit. Auch wenn ich in Frankfurt meinen Dienst beginne. Aber ich mache das ich halte es ja nicht durch für irgendjemand anderen. Weil ich habe jetzt groß rausposaunt, ich werde die Wohnung los, ich kaufe mir einen Van, ja. Ich mache das hier und denke jetzt irgendwie, ich finde es blöd, aber ich muss es weiter durchziehen, weil ich es allen erzählt habe. Ich muss es auch nicht für mich durchziehen. Wenn ich sage, ich habe keinen Bock mehr, dann hole ich mir eine Wohnung und alles ist cool. Muss ja erstmal eine ausprobieren. Man muss sich ja erstmal so weit runter reduzieren, dass du überhaupt dein Zeug hier überall reinkriegst. Also, ich weiß es nicht, ob es für immer ist, aber es muss ich ja auch nicht jetzt entscheiden. Für jetzt fühlt es sich richtig an. Die Herausforderung, die sich mir stellt, ist einfach nur, wie kriege ich das mit dem Job besser hin. Das hier ist mein Wohn-, Ess- und Schlafbereich. Hier passiert einfach alles. Und dieser Raum ist einfach, das bin total ich. Also mehr ich geht nicht. Also einfach die Farbgebung, die Dekoration, Lichterketten und einfach, das bin total ich.
Und ich habe es rot gestrichen, was den einen oder anderen vielleicht wundern würde. Aber das Farbkonzept ist einfach, ich wollte eine Sonnenuntergangsstimmung schaffen, deswegen auch die gelben Kissen hier, das Rot. Und das erinnert mich auch sehr an die Zeit, die wir früher hatten als Kinder mit den Wohnmobilurlauben in Amerika. Daher haben wir hier oben auch die Arizona-Flagge. Das waren einfach die geilsten Urlaube mit den geilsten Sonnenuntergängen und den Sternen, was vielleicht die Lichterkette auch ein bisschen widerspiegelt. Also dieser Raum oder dieser Platz, mehr geht nicht. Das Kissen ist aus alten Hemden von meinem Vater genäht. Das habe ich selbst gemacht. Das muss einfach immer dabei sein. Den Kissenbezug habe ich aus Mexiko von einer Reise auf einem Markt gekauft. Also das hier ist total meins. Das bin ich. Hier bin ich total zu Hause. Was noch besonders ist, die Vorhänge, die ihr hier seht, die hingen vorher in meiner Wohnung. Die habe ich umgenäht, habe ich gekürzt. So habe ich ein bisschen von meiner Wohnung noch mitgenommen, genauso wie der Kaktus, der da hängt. Den hatte ich immer abends noch an. Das sind so zwei Elemente, die ich aus der Wohnung mitgenommen habe, was auch quasi ein bisschen das Gefühl von dem vorherigen Zuhause mitnimmt. Und hier den Teil kann man noch umbauen. Da ist hier ein großer Tisch, dann könnte man hier noch in einer U-Form sitzen. Mache ich ehrlich gesagt nie, weil wenn ich was Leckeres gekocht habe, dann fläze ich mich einfach hier hin, esse das. Und ich baue das nie um, das ist zu unpraktisch. Der Plan ist schon, nächstes Jahr einen anderen Arbeitsvertrag mit Lufthansa zu haben, was das Fliegen reduziert. Und dann vom Laptop aus Jobs anzunehmen oder zu arbeiten, einfach damit ich nicht so oft das Problem mit der Pendlerei habe oder dem Uniform, also den Uniformteilen oder dem Platz, den ich brauche für das ganze Lufthansa-Zubehör, dass ich das reduzieren kann, aber nicht komplett aufgeben muss. Und ansonsten bin ich eher der einfach gestrickte Typ. Ich möchte ein aufregendes, glückliches, erfüllendes Leben für mich selbst. Ich möchte, dass es meiner Familie gut geht. Ich denke, wenn die zwei Kriterien erfüllt sind. Hier im Flur haben wir auch einige Besonderheiten und um sich in diesem bewegen zu können, nehmen wir erstmal die Kühlbox und stellen sie von hier wieder rüber an die Küchenstelle. Dann gibt es eine Sache, wo ich am Anfang dachte, mega geil, wo ich mittlerweile denke, nicht mehr so mega geil. Das ist dieser Tisch. Man kann eigentlich den Sitz drehen und dann den Tisch hochklappen. Ich weiß nicht, warum dieser Tisch so lang gemacht wurde, dass der wirklich bis hier vorne angrenzt. Das heißt, derjenige, der da sitzt, hat keine Chance, von dieser Seite wieder zurück in den Wohnraum zu kommen. Also ich weiß nicht, den werde ich auf jeden Fall noch kürzen, dass man wenigstens hier so rumkommt. Aber ja, gut gemeint. Damit würde ich das mal abhaken. Plus man kommt auch nicht an den Schrank. Also wenn der aufgeklappt ist, kommt man auch nicht an den Schrank. Dann habe ich hier meine kleine Gerümpelecke. Da ist alles so verstaut mit Büchern, Andenken, Krimskrams, wo man nicht so genau weiß, wohin damit. Hier im Schrank habe ich einmal ein Set Lufthansa-Uniform, dazu die passenden Schuhe und meinen Handgepäckskoffer. Weiter unten noch Stauraum für Mützen, Winterkram, Laufsachen und noch ein paar weitere Schuhe. Kommen wir nun zum Badezimmer. Ich bin ja dankbar dafür, dass ich eins habe, denn ich weiß, nicht viele haben eins. Und zum einen sieht man hier die Trockentrenntoilette. Es war vorher eine Chemietoilette drin, die habe ich ausgebaut. Ich wollte da unabhängiger sein und auch nicht mit Chemie arbeiten. Das ist hier eine ganz normale, wie man sie auch sonst kennt. Und ich habe die erhöht, weil ich größer bin und da auch bequem sitzen möchte. Und weil es hier echt manchmal eng wird mit den Knien, habe ich eine Drehplatte drunter geschraubt, einfach wie von so einem Barhocker, und kann die mir so zurechtdrehen, wie ich es gerade brauche. Dann habe ich noch das Waschbecken, was ich persönlich gar nicht nutze, denn ich habe gegenüber in der Küche ein Waschbecken. Das einzige Besondere ist hier die Duschfunktion. Also man nimmt die Brause in die Hand, kann da wunderbar duschen. Im Sommer super geil, nimmt man die Brause und zieht sie einfach durchs Fenster und duscht draußen.
Jetzt gibt es noch einen spannenden Raum, den haben wir noch nicht gesehen. Und das ist hier oben das Penthouse. Das habe ich noch drauf, weil es im Sommer doch recht heiß wird im Van. Also ich finde, dann ist es echt irgendwie eine Sauna, heftig. Und dann flüchte ich gerne nach oben, weil auf 2,50 Meter Höhe weht doch schon ein anderer Wind als hier unten. Und das bauen wir jetzt mal auf. Als erstes habe ich eine Magnethalterung, damit mir die Leiter nicht vom Fuß rutscht, wenn ich nachts raus muss. Und dann habe ich eine Teleskopleiter. Super easy. Kann ich die dann hier dran stellen. Dann kann man mit den Laschen einfach die Leiter sichern, dass sie einem einfach nicht wegrutscht, weil das auch gerade im Dunkeln echt gefährlich sein kann, von der Höhe zu stürzen. Hier muss man jetzt echt mega aufpassen. Ich habe nicht sehr viel Platz, mich auf dem Dach zu bewegen. Dann löse ich die Schnallen und auf geht's. Jetzt hält man sich am besten schön hier oben an der Hartschale fest. Man muss echt aufpassen. Das ist so. Ein Grund, warum ich mich hier von dem Dachzelt einfach nicht trennen kann und auch nicht möchte, ist die zweite Option, die es mir gibt. Also im Sommer ist es unten heiß, dann bin ich gern hier oben, habe es schön luftig. Zum anderen habe ich hier eine größere Matratze als unten. Das heißt, wenn ich mal unten nicht irgendwie entweder seesternförmig oder eingekringelt schlafen möchte, dann kann ich mich hier oben komplett strecken. Und wenn ich auf Festivals bin, Campertreffen oder dann hat man hier oben einfach eine Aussicht über alle anderen, die einfach 1,50 Meter unter dir stattfinden. Das Leben findet da unten statt, meins dann hier oben. Und es ist einfach, ich kann mich von dieser zweiten Option nicht trennen. Das ist auch ein Gästezimmer, ein Penthouse. Das ist einfach, ja, die Option ist es. Die Option, das zu haben, das nutzen zu können, das Freunden anbieten zu können als extra Schlafplatz. Macht schon Spaß hier oben. So habe ich früher auch mal gedacht, ist ja klar. Weil wenn man in Rente ist, hat man Zeit. Ja, dann machst du, wenn du Zeit hast. Allerdings ist es Quatsch. Meine Eltern haben auch gesagt, sie warten bis zur Rente. Und mein Vater ist vorher verstorben. Also da gab es den Zeitpunkt nicht, ich warte bis zur Rente. Papa hat viele Dinge einfach auf seine Art gemacht. Und das habe ich damals nicht verstanden. Als Teenie findet man das blöd, wenn was Eltern machen. Da fragt man auch nicht, wie kommt es dazu oder warum machst du dies oder das. Jetzt im Nachhinein verstehe ich oder kann ich es besser verstehen, weil ich es jetzt genauso mache, dass man einfach für sich im Leben einen Weg findet, wie man für sich selbst zufrieden ist und nicht, was andere von einem erwarten. Vielleicht erwarten andere von mir, warum hast du keinen Mann, warum hast du keine Kinder, warum hast du kein Haus, du bist über 30, bist näher an der 40 als an der 30. Wo bleibt die Familienplanung, wo bleibt das Leben, was andere von dir erwarten? Ja, ich versuche halt meinen eigenen Weg zu finden und das hat mein Vater auch immer getan. War ein besonderer Mensch, was ich zu Lebzeiten nicht so erkannt habe.